Hallo ihr Lieben, heute will ich euch ein ganz besonderes Rezept vorstellen und ich garantiere euch, ihr werdet sie nie wieder anders machen. Es geht nämlich um die Zimtschnecken. Im ersten Schritt kommt natürlich Milch und Ei plus die Hefe und der Zucker in eine große Schüssel. Also als allererstes wird der Hefeteig zubereitet. Das Ganze wird dann gut umgerührt, bis sich die komplette Hefe aufgelöst hat. Das vereinfacht auch das Kneten gleich. Also ganz wichtig, die Hefe muss sich komplett auflösen. Danach kommt das Mehl und ein bisschen Salz und das Ganze wird dann mit der Hand geknetet. Das könnte ein paar Minuten Zeit in Anspruch nehmen, aber glaubt mir, es lohnt sich. Wenn der Teig dann ungefähr so ausschaut, ist das Ganze dann fertig. Wenn der Teig dann fertig geknetet ist, nimmst du ihn aus der Schüssel und fettest die Schüssel gut mit Margarine oder Butter ein und deckst das Ganze dann mit einer Klarsichtsfolie ab und das Ganze ruht dann für circa eine Stunde. Es könnte sich aber auch ein bisschen länger dauern, 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie lange der Teig braucht. Also er muss halt die doppelte Größe annehmen. Und das ist halt abhängig von der Temperatur, die ihr halt zu Hause habt. Mal geht es schneller, mal dauert es ein bisschen weniger, dass ihr dann einfach nur darauf achtet. Wenn das dann mit dem Teig erledigt ist, könnt ihr dann die Zimt-Zucker-Mischung machen. Also wie gesagt, Butter, Zucker, Zimt. Ich habe noch Vanilleextrakt, mache ich noch gerne mit rein. Das bringt dann nochmal so einen extra Geschmack. Und ich persönlich finde, dass die Zimtschnecken dann viel, viel besser schmecken. Aber das ist euch überlassen. Das ist optional, ob ihr es wollt oder nicht. Das Ganze wird dann mit der Hand gut durchgeknetet. Man könnte auch sowas benutzen, um das Ganze zu rühren. So sieht die Masse dann aus. Das wird zur Seite gestellt und so sieht der Teig nach einer Stunde aus. Bei mir ist er gut aufgegangen. So, jetzt gibt es bestimmte Dinge zu beachten. Als allererstes wird natürlich die Arbeitsfläche gut bemehlt. Also ihr könnt eine gute Portion Mehl benutzen. Auf die Arbeitsfläche wird dann der Teig gestürzt. Und das Ganze wird dann genauso ausgerollt, wie ich das mache. Ach so, eine Sache noch. Die Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unten in die Beschreibung. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, vergiss nicht einen Daumen zu lassen. So, der Teig, der wird längst einmal gut ausgerollt. Der Teig darf nicht zu dünn und nicht zu dick sein. So wie ihr das jetzt seht. So, bei der Zimt-Zucker-Mischung ist es wichtig, nicht zu wenig und nicht zu viel zu benutzen. Ich habe das Rezept echt mehrfach ausprobiert und irgendwann bekommt man auch ein Gefühl dafür. Ich gebe euch jetzt die Tipps, die ich am Anfang falsch gemacht habe. Und da ist es halt wichtig, das so drauf zu schmieren, wie ich das jetzt gerade mache, die Seiten frei zu lassen und das dann so übereinander zu klappen. Falls du das Gefühl bekommst, der Zimt, der geht nicht überall hin, doch, während du den Teig ausrollst, wandert die Zimt-Zucker-Mischung an jegliche Ecke von dem Teig. Und so wie du das siehst, also die Bewegung, so wie ich den Teig ausrolle, genau dasselbe musst du zu Hause auch machen. Also wie gesagt, das muss immer wieder gut bemehlt werden, damit da auch nichts kleben bleibt. Mit den Händen immer wieder drücken und dann einfach nochmal so ausrollen, wie ich das jetzt gerade mache. Weil ansonsten platzt es an den Seiten auf und die Zimt-Zucker-Mischung, die quellt dann überall raus und das wollen wir ja nicht. Daher ist es erstmal wichtig, dass man das halt so ausrollt, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, damit sich die Zimt-Zucker-Mischung also in eine Richtung schön verteilt.
So, und jetzt könnt ihr das auf die Art und Weise nochmal schön ausrollen und das ganz vorsichtig machen, weil da kann es sein, dass es wirklich da an den Seiten dann rausquellt, der Zimt und Zucker. Das wollen wir nicht. Und das Ganze wird dann nochmal mit der Hand schön ausgedrückt. Und wenn ihr dann damit fertig seid, also am besten eignet sich für diese Arbeit ein Lineal. So wie ihr das jetzt gerade so trennig seht. Also ihr könnt sie schmaler, dicker, je nachdem wie ihr das wollt, könnt ihr das machen. Ich mochte sie, also ich finde das am besten in der Form. So, und jetzt zeige ich dir, wie diese wunderschöne Form gemacht wird. Sie ist total simpel, einfach und sieht unglaublich schön aus. Das Ganze wird dann einmal so geteilt in 3. Mit dem Lineal geht es wirklich hervorragend. Hier ist ein kleines Beispiel. Mein Sohn wollte unbedingt auch einmal flechten. Und ja, hier habe ich es nochmal alleine gemacht. Wie gesagt, das wird in 3 geteilt. Und dann wird es einfach geflochten, wie man es halt kennt. Es geht auch ganz schnell und einfach. Also der Teig ist auch nicht zu klebrig, nicht zu fest. Also er ist er lässt sich gut dehnen. Am Ende werden die Stücke dann einmal nochmal aneinander gedrückt und das Ganze wird dann eingerollt und dann so seitlich hingetan. Hier in dem Beispiel, deswegen auch zweimal, also 3-mal. Da zeige ich euch, also da wird es geteilt und dann geflochten. Das Ende wird wieder gut angedrückt und dann zieht ihr das Ganze ganz leicht, so damit das noch länger wird. Und dann wird es einmal wieder so rumgedreht. Und das war's schon. So, wenn ihr dann alle fertig habt, alle Zimtschnecken fertig geformt habt, nehmt ihr euch dann am besten eine kleine Form oder eine Auflaufform, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Also dafür braucht man jetzt nicht extra irgendwas kaufen. Man könnte es auch auf dem Blech machen. Aber da kommt ja noch die Zimt-Zuckermischung. Der Rest, der übrig geblieben hat, der kommt unter die Zimtschnecken. Wie ihr das jetzt gleich seht. Wenn ihr die einzeln backen tut, dann das nicht machen. Ansonsten karamellisiert es und wird sehr, sehr dunkel. Das ist dann nicht schön und schmeckt dann auch nicht gut. Da kommen jetzt die Zimtschnecken drauf. Die werden dann jeweils drauf verteilt. Dann mit einer Klarsichtfolie abgedeckt und für 1 Stunde an einem warmen Platz gelegt, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Wenn ihr das dann, also wenn sie sich dann verdoppelt haben, wird der Backofen auf 180 Grad vorgeheizt, Ober- und Unterhitze. Und das Ganze wird dann für 15 bis 20 Minuten gebacken im Backofen. Also es kann sein, bei mir hat es nur 15 Minuten gedauert. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Darauf müsst ihr achten, wenn sie eine schöne Bräunung bekommen. Dann sind sie auch fertig. So sieht es übrigens aus, wenn sich das Volumen verdoppelt hat. Und so schaut das Ergebnis aus. Am Ende empfehle ich euch, ein Sirup oben drauf zu machen auf die Zimtschnecken. Das bringt Glanz und nochmal Geschmack. Ich habe da meinen Apfelzimt-Sirup, den ich selber gemacht habe. Den verlinke ich euch auch oben. Das mache ich gerne auf die Zimtschnecken drauf. Das schmeckt dann nochmal viel, viel besser. Und ja, jetzt gleich zeige ich euch das dann auch, wie es von innen ausschaut. Sie sind wirklich unglaublich weich. Und die Form, die ist wirklich, also ich habe bis heute noch nie bei irgendjemanden oder irgendwo im Laden diese Form gesehen. Und ich finde sie einfach wunderschön. Und schmecken tun sie auch unglaublich gut. Falls dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Daumen da zu lassen und vielleicht ein Abo.
falls du noch mehr sehen möchtest. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.